Jester wollte ich mal zum FEC anfangen, wegen günstige Klasse. Lohnt sich das noch oder lieber direkt ein Ranger? Naja, Ranger ist auf FEC schon ziemlich teuer. Also ich würde sagen Jax. Also es kommt halt drauf an. Aber ich meine... Also es hängt halt von so vielen Faktoren ab, muss man ganz ehrlich sagen. So pauschal kann man das nicht beantworten. Aber ich persönlich, wenn ich jetzt jemandem eine Empfehlung geben sollte, dann würde ich mich immer eher an den Klassen orientieren, die grundsätzlich eher unbeliebt sind. Also wenn ich persönlich sowieso keinen direkten... Also wenn ich jetzt nicht sage von mir aus, ich muss Blade spielen oder ich muss was auch immer spielen, dann... Oder also du sagst mir das und ich soll dir eine Empfehlung geben, dann würde ich immer sagen, spiele am besten eine von den Klassen, die nicht so teuer, beziehungsweise halt... Also, wenn eine Klasse nicht sehr teuer ist, heißt das im Umkehrschluss, sie ist nicht sehr beliebt. Und weil sie halt nicht so viel gespielt wird und deswegen ist sie verhältnismäßig günstig. Und ich würde das immer präferieren, weil letztendlich, wenn es dir eh nicht so wichtig ist, warum sollst du dann zum Beispiel Ranger spielen? Weil Ranger ist für das, was er kann, eigentlich viel zu teuer. Ich meine, Ranger ist eine coole Klasse und Ranger macht Spaß, sieht gut aus und ich meine, es gibt schon einen Grund, warum Ranger beliebt ist, so ist es nicht. Aber eigentlich für das, was er kann, ist er viel zu teuer. Vor allem auf FEC war er viel zu teuer. Die ersten Bögen, die ersten Drusagas Crystal Bögen wurden für F-Coins umgerechnet im Wert von vierstellig verkauft für über, ich glaube, für 2000 Euro. Und warum? Also ich meine, klar, es ist eine coole Klasse und er ist halt beliebt und so, aber sein Damage ist schlechter als Blade, schlechter als Knight, schlechter als BP, schlechter als Jester. Also wenn du es jetzt rein objektiv siehst, ergibt es keinen Sinn, dass Ranger so teuer ist. Und wenn du jetzt halt, sage ich mal, du willst einfach nur einen extrem starken Charakter dir machen, auf FEC, der auch wirklich was kann, warum sollte man dann Ranger nehmen? Er ist unverhältnismäßig teuer, die teuerste Klasse neben Blade, kann aber damage-technisch mit den meisten anderen Klassen gar nicht mithalten. Hat halt andere Vorteile, so Full Dex, maximal Block, Ausweichen trotz Full Damage, pipapo. Also ich meine, es gibt schon Gründe auf jeden Fall Ranger zu spielen, aber unter diesen Umständen würde ich dann eher davon abraten. Außer man ist jetzt halt ein Die-Hard Ranger-Fan und will unbedingt Ranger spielen. Aber sonst macht das eigentlich wenig Sinn. Also die Klassen, die du momentan am ehesten im Auge haben solltest, wenn du eher unter dem Radar bleiben willst und eher günstig bleiben willst, sofern sich nichts ändert. Es könnte sich natürlich etwas ändern, wenn ein Update kommt. Beim letzten Update wurde ja zum Beispiel Jester gebufft. Das hat ihn natürlich nochmal ein bisschen attraktiver gemacht. Im Auge, also im Augenschein dessen, dass er halt so unbeliebt ist. Und so günstig. Aber es könnte natürlich jederzeit ein weiteres Update kommen. Das wissen wir ja nicht. Könnte theoretisch jede Woche ein Update angekündigt werden. Also ich meine, es ist relativ unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Und wenn sie wieder Balancing im nächsten Update machen, könnte sich natürlich die Dynamik wieder ändern. Mal angenommen, sie buffen Jester nochmal. Wer weiß, was dann passiert. Vielleicht ist Jester dann plötzlich wieder beliebter. Beliebter als BP, vielleicht sogar beliebter als Knight. Höchst unwahrscheinlich, aber man weiß es nicht, weißt du? Das ist immer so eine Sache. Aber von dem ausgehend, wie es bisher war und wie es höchstwahrscheinlich wieder sein wird, würde ich halt am ehesten zu BP oder Jester raten, weil die müssten verhältnismäßig günstig sein für das, was sie können. Und das heißt, es ist leichter, dir den Charakter zu max-outen. Oder ich meine, Max-out ist natürlich immer so, mittlerweile ist das gar nicht mal so einfach mit Ultimate Rerolls und mit Blessing of the Demon, Blessing of the Goddess und so weiter. Also einen richtig perfekten Charakter wirklich maxed out zu bekommen, ist mittlerweile nahezu unmöglich. Aber zumindest beste Waffe, bestes Set, bester Schmuck. Also überall besten Slot zumindest zu haben und dann vielleicht nur nicht die perfekten Rolls zu haben. Das ist halt leichter mit einer Klasse, die halt nicht so beliebt ist, als mit einer Klasse, die halt ultra beliebt ist. Sieht man jetzt auch auf Bodeng. Du kriegst einen
Lusakas Crystal Heavy Sword. Gut, Axe ist wieder ein schlechtes Beispiel. Ja, sagen wir lieber, du kriegst Lusakas Crystal Knuckle oder Jojo. Zumindest clean. Für einstellige Milliardenbeträge. 5 bis 10 Milliarden wahrscheinlich irgendwo in dem Bereich. Und eine Axe kostet halt direkt das 2 bis 3 oder vielleicht sogar 4-fache. Und dann stellt sich eigentlich die logische Frage, ich meine, klar macht Blade mehr Damage. Schon klar. Aber für eine cleane Waffe das 2 bis 3 oder sogar 4-fache zu zahlen, ich meine, das ganze Geld, was du da mehr bezahlst, und wir reden ja hier von 5 bis 15 Milliarden, das könntest du halt schon, dafür kriegst du ein perfektes Set, dafür kriegst du ein komplettes Ultimate-Schmuck-Set, dafür kriegst du 5000 Blessing of the Demon, und schon ist dein Build-Poster extrem gut ausgerüstet, dein Build-Poster ist fast maxed out, und du hast das gleiche gezahlt, wie der Blade für eine cleane Waffe ausgibt. Verstehst du, was ich meine? Und deswegen ist das so eigentlich unlogisch, dass so viele Leute unbedingt diese... Also, ja, es ist halt immer so ein Zwiespalt, aber... Keine Ahnung, so sehe ich das eigentlich. Aber das funktioniert halt natürlich nur, wenn jemand sagt, ihm ist halt die Wertigkeit seines Equipments wichtiger, als welche Klasse er jetzt spielt. Wenn jemand halt eine klare Klasse als Favoriten erwählt hat, was ja auch nicht schlimm ist, habe ich ja auch, und man will die halt einfach spielen, dann muss man halt damit leben, dass man vielleicht das gleiche Geld ausgibt wie jemand anderes bei einer anderen Klasse, aber man kriegt halt deutlich schlechteres Equipment oder ein Equipment auf einem deutlich schlechteren Niveau dafür, und im Zuge dessen dann, obwohl die Klasse vielleicht sogar grundsätzlich stärker ist, macht man vielleicht sogar weniger Schaden, weil der andere vielleicht die etwas schwächere Klasse spielt, aber halt viel besseres Equipment hat für den gleichen Wert. Anders gefragt, kann ich mit dem Jester 1v1 dasselbe machen als der Ranger? Ja, eigentlich schon. Das Einzige, was der Ranger halt unique hat, ist halt der einzige Damage-Dealer, der wirklich Fernkämpfer ist. Ich meine, Jester ist so Mid-Range, aber Jester steht eigentlich schon extrem nah dran. Also Jester ist nicht wirklich Fernkämpfer. Also Ranger ist eigentlich der einzige Damage-Dealer, der Fernkämpfer ist. Bringt ihm in den meisten Fällen nicht viel, kann aber von Vorteil sein. Meistens halt chilliger zu spielen, vor allem in Gruppendungeons stehst du halt meistens sauweit weg vom Boss und so, hast einen besseren Überblick, kannst leichter ausweichen. Bei manchen Bossen stehst du sogar außerhalb der Reichweite. Ich glaube bei Kriton, war es nicht bei Kriton? Oder steht man da noch in der Reichweite? Ich weiß gar nicht mehr, ich habe so lange keine Dungeons mehr gefarmt. Aber auf jeden Fall hast du da schon ein paar Vorteile noch, aber es ist jetzt nicht so, dass das jetzt so heftig ist. Also das würde mir persönlich jetzt nicht reichen, um ihn deswegen zu spielen.